Sonntag 6:43 Uhr und der Frankenpedaleur begibt sich aufs Rad. Ich kann es selber nicht glauben. Normalerweise würde ich jetzt in der Koje liegen, so wie jeder andere von euch auch. Wobei, einer hat mir heute Morgen um 6 Uhr schon Kudos gegeben für die gestrige Fahrt. War ich sehr erstaunt, wer da am Sonntag um 6 Uhr schon aktiv ist. Hier die Straßen sind leer, alles schläft, die Sonne geht gerade auf. Ja, ich fahre jetzt zum Thomas, weil der Thomas will ja unbedingt um 7 Uhr schon los, aber er hat es jetzt gnädigerweise auf 7:10 Uhr bis 7:15 Uhr verschoben. Das ja, ist natürlich nochmal ein enormer Zugewinn und er möchte in die Fränkische. Ich habe keine Ahnung, wo er hin will. Es werden 110 Kilometer, hat er gesagt, 1400 Höhenmeter. Ursprünglich wollte er, ich glaube, 130 mit 1600 Höhenmetern. Da habe ich ein bisschen rebelliert, weil ich ja momentan ein bisschen was zu tun habe noch. Ich werde umziehen und bin ein bisschen so am Wuseln in der Wohnung. Und ja, dann haben wir das Ganze ein bisschen verkürzt, weil er hat auch noch irgendwas vor heute. Naja, ich rolle jetzt mal Richtung Thomas. Es ist ja warm. Also ich habe es jetzt kälter erwartet hier am Morgen. Und dann lassen wir uns mal überraschen und ich wünsche schon mal viel Spaß bei diesem Video. Oh ja, das liebe ich hier immer im Knoblauchsland mit diesen Sprengern, die die halbe Straße unter Wasser setzen. Im Sommer, wenn's... Oh, es kommt auf mich zu! Ah! Im Sommer, wenn es heiß ist, ist das ja ganz angenehm, aber früh um 7 brauche ich das nicht. Vor allem ist das ganze Rad dann eingesaut. Oh Menno! Also eine Straße, die muss ja auch wachsen und gedeihen. Ja, so die Atmosphäre mit der Sonne und so, das erinnert mich gerade an meine eine Fahrt auf den Philippinen, wo ich früh morgens los bin, Bikepacking. Naja gut, Bikepacking ist eigentlich mit Zelten, aber halt Bike-Tour mit Gepäck. Egal, jedenfalls war das die Tour von Saplayang hoch dann zum Hafen nach Abra de Ilok, wo ich dann auf das Boot, was ich gechartert habe, samt Rad bin, um dann zum Haupthafen zu kommen, weil ja da diese Verbindungsstraße leider im Bau noch war und nicht passierbar war. Und von daher ja, erinnert mich das irgendwie ein bisschen an die Zeit, als ich da früh morgens in der aufgehenden Sonne dann los bin. Ich verlinke das Video mal links oben, wenn das Auto jetzt mal hier überholt. Guten Morgen. Und dann ja, könnt ihr es euch ja mal anschauen, wenn sowas interessiert. Ich fand's geil, das erweckt irgendwie wieder Erinnerungen. Ach ja, ich muss wieder weg. Der Thomas liefert heute noch Essen aus. Er hat schon seine Arbeitskleidung an. Freilich. Die Firma gibt es doch gar nicht mehr, Thomas. Gibt schon lange nicht mehr. Gibt schon lange nicht mehr. Wer ist das jetzt? Lieferando? Ja. Hat er es übernommen, oder? Ja. Ja. So, angekommen in Kalchreuth. Das Tor zur Fränkischen Schweiz quasi. Normalerweise ist hier immer alles voll. Voller Autos, voller Radfahrer. Geht's zu wie am Plärrer in Nürnberg und jetzt alles leer. Nur der Thomas fährt da und ich. Später kommen ja dann die Schnitzeltouristen und die Schäufele-Touristen, oder? So, wann fallen die ein? Um wie viel Uhr? 11 Uhr, oder? Also die erste Schnitzelbude war da jetzt schon rechts und die zweite kommt noch. Und wann kommen die Ab 11.
Und die Schnitzeltouristen, wann kommen die? Ja, ab 11 geht's los. 11 dann. Also ab 11, Massentourismus hier. ja, genau. Ab 11 Uhr ist hier Land unter. Also, darum müssen wir so früh fahren, damit wir dann Kalckreuth noch für uns haben. Weil später ist es nicht mehr passierbar. Servus. Das ist nicht der Martin K. Radost. Ja, freilich. Der Tore. So, Radfilm. Das ist so schönes Zebra-Look. Ja, der Weihnachtssale bei Insta360 ist noch voll am Laufen bis Ende des Jahres. 28.12. ist der Stichtag, dann ist es vorbei. Also guckt mal rein, vielleicht braucht ihr noch ein Geschenk oder ein Zubehör oder eine geile Kamera, wie hier die Insta360 One RS. Die kann man als Actioncam verwenden, Action, oder man tauscht hier vorne dieses Modul, diese Linse aus. Und dann hat man eine 360-Grad-Kamera, hier mit diesem Teil. Oder vielleicht diese Go 2 oder Go 3, die man sich per Magnet hier ganz dezent ans Revers heften kann. Oder die X3, je nachdem. Guckt mal rein. Ich packe den Link unter das Video. Und jetzt geht's zurück in die Fränkische. So, jetzt weiß ich auch den wahren Grund, warum der Thomas so früh los wollte. Ja, ich habe noch eine Verabredung mit einer. Oh! 34 ist die. Wie alt bist du? 32. Und die ist Veganerin. Auch noch? Um Gottes Willen, dann ist alles aus. Und deswegen habe ich nicht so viel Zeit heute. Also wir müssen Gas geben. Aber vegan funktioniert ja nicht. Ja, also ich kann nicht Gas geben, weil ich vegan lebe oder esse, sagen wir so. Ja, das Oje. ist alles aus. Also total im Zwiespalt jetzt. Völlig schwach auf dem Rad hier. Na, darf schon her. Und dann, wann steigt es? Um wie viel Uhr? 17:30 Uhr. Also 17:30 Uhr kommt alle nach Nürnberg in den Club, wo der Thomas die Dame trifft, und schaut mal vorbei und feuert ihn an. Das ist ein Sattel. Er hat schon was mitgemacht. Aber Thomas sagt, das ist der bequemste Sattel, den er je besessen hat. Von daher bleibt er. Ja. Ich brauche 2 Brezen, damit ich mit dir standhalte. Und der Zucker noch, ne? Der Zuckerle, ein Zuckerle, ein Zuckerle. Schatzer Kaffee und der Blitz ist einfach Aber der bequemste Sattel, den es gibt. den es gibt, aber der hat schon einiges mitgemacht, der Sattel. Der schaut schon sehr abgenutzt aus. Den habe ich schon restauriert. Was restauriert hast du denn? Neu bezogen oder was? Ja. Nee, denke halt angepinselt. Angepinselt mit Tippex. Was braucht noch ein wenig Zucker in der Flasche drin? Oh. Sugar makes you fat. Weißer Zucker. Allmächt. Gehört, da kriegt man Zucker davon von Zucker. Das höre ich ja immer. Ja. Und fördert Aber die Krebszellen, hast du auch immer. Oje. Meine. Habe ich nicht mehr lang. Na, Danke. nein damit. Das weiße Gift. I was walking down the street and you were there staring at me, standing there as if we should meet, and I knew with you it'd be easy. I've touched your soul. So, das wunderschöne Egloffstein erreicht. Herrlicher Ort, wer hier mal herkommt, unbedingt besuchen. Schöne Burg da oben und ein schönes Café an der Hauptstraße, Kaffeemühle, auch ein Besuch wert. Sehr gemütlich mit Garten hinten und schön plätschernden Bächlein und die Scenery around. Sehr schön hier, also unbedingt mal herkommen, wer hier mal Urlaub machen will. I'm in your thoughts, and all you
das Café Mühle. Da waren wir auch schon diverse Male. Be the one. I will be the one. I will be the one. I will be the one for you. Hier sind wir in Tüchersfeld. Hier habe ich auch schon ein Video gemacht von diesem Felsen da oben. Verlinke ich immer oben in der Ecke. Wir fahren weiter Richtung Bärenschlucht, weil da war der Thomas noch nicht. Fahren wir kurz durch die Bärenschlucht und dann hier ein Stück weiter durchs Wiesental und auf den Rest der Strecke dann über die Hügel wieder zurück. So, Bärenschlucht voraus, man muss sich bloß durch die abbiegenden Autos kämpfen, die sich alle gegenseitig blockieren. Und Thomas hat es auch blockiert, wir warten noch ein bisschen. Hier geht's rein, auch bekannt aus dem Fränkische Schweiz Video von mir. Aber wie gesagt, der Thomas war hier noch nicht, deswegen fahren wir kurz rein, das ist nicht weit und dann fahren wir weiter. Ist ja Cola?
Sugar Mountain Dew. Sugar. Sugar and Sugar. Ja. Aber vom Cola kriegt man doch Zucker, sagen sie immer in die Nachrichten. Deswegen heißt es Zucker. wenn man Genau. Zucker will. Und Genau. Fett wird man von Fett. Von der Schocki. Schoki ist ja Zucker. Die andere Ja. Hälfte ist Fett, aber die Ja. interessiert nicht. Es Okay. interessiert nur die Hälfte Zucker. Das Stimmt. ist immer relevant. Stimmt. So wird Okay. immer, bei Zucker wird ja immer davon gesprochen, wenn man Schokoriegel isst und Schokolade. Da wird immer von Zucker geredet. Stimmt. Weil das Fett wird unter den Tisch dann. Fett rechnet auf. Na, schlimm ist der Zucker. Das Fett ist nicht so schlimm. Also Jochen, schön, dass du es dir einrichten konntest und heute Morgen dich mit mir früh getroffen hast. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Genau, war sehr schön mal wieder Ja. gemeinsam zu fahren. Auch wenn es hart war. Im schönen Frankenland. 5:45 Uhr hat er Wecker gestellt. Schön. Früher wie auf Herbert. Ja. Aber es hat was in der Früh loszufahren, wenn kein Mensch unterwegs ist und die Sonne dann so knapp über dem Horizont ist. Es hat schon was. Und jetzt wird es zunehmend voller und heißer und von daher ist es ganz gut, dass wir jetzt wieder zurückfahren. Das stimmt. Auf jeden Fall war das die Tour ins Wiesental, ins Trobachtal, in der Bärenschlucht waren wir, Tüchersfeld sind wir vorbei und ja, über die Hügel wieder zurück nach Grevenberg, wo wir jetzt gerade wieder sind und jetzt geht es denselben Weg wieder nach Hause. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal in diesem Theater, schaltet wieder ein beim nächsten Video, von wo auch immer, bis dahin, ciao ciao.